If you are considering entering America illegally, don't even think about it. Fahren jetzt Richtung Grenze mit dem Auto los. Um mich rum sitzen 1, 2, 3, 4 Menschen, die rüber wollen. We will hunt you down. Wir begleiten mexikanische Menschenschmuggler bei ihrem Job. I don't like this one bit. Wie bringt man Menschen illegal über die Grenze? Und wie läuft das Geschäft, seit die neue US-Regierung unter Trump hart dagegen vorgeht? You will be caught. You will be removed. And you will never return. Vor uns ist eine Polizeikontrolle. Wir sehen schon das Blaulicht. Menschenschmuggler trifft man nicht einfach so. The guy is watching us now. I know. Man wird in ein düsteres Viertel bestellt und wartet auf Ansagen. Bin super aufgeregt gerade. Ich habe schon viel gemacht, aber mit einem Menschenschmuggler Menschen in ein anderes Land zu bringen, ist auch neu. Eine Kontaktperson meldet sich mit einem neuen Treffpunkt. Von dort folgen wir ihrem Auto in einen Außenbezirk der mexikanischen Grenzstadt Tijuana. We have to be extra careful. We should be doing check-ins every 15 minutes, please. Okay. Unser Fixer Miguel ermahnt uns, ab sofort jede Viertelstunde eine Sicherheitsmeldung nach Deutschland abzusetzen. Looks we're here. This is a place. Okay, seid ihr alle bereit? Let's rock and roll. Let's do it. Haben wir alles? Jo. Wir werden jetzt hier gerade durch irgendeinen ganz schmalen Pfad geführt. Ja, tenemos botas. ¿Hay serpientes? Nur ich und Lars, unser Kameramann, dürfen weiter aufs Gelände. Clara, eure neue Reporterin bei Crisis, und Fixer Miguel werden zurückgepfiffen. Sie sollen unser Auto an einer unauffälligeren Stelle parken. Gotta be honest with you, I don't like this one bit. I just don't like to split the team. No, me neither. Das ist einfach ein richtiges Scheißgefühl. Ja. Eigentlich teilt man sich in so einer Situation nicht auf, sondern man bleibt als Team zusammen. Aber jetzt ging es halt nicht anders. Und ich hoffe, dass es den beiden gut geht und dass alles nach Plan läuft. Sind wir drin? Irgendwo im Dunkeln, in einem Haus? Buenas noches. ¿Cómo están? Und da sind sie. 4 Schmuggler, 3 Männer und eine Frau. Alle in Erzähllaune. Sie stellen erstmal ihre Produktpalette vor. Hay cruces baratos, hay cruces caros. Sí, saben, o sea, un cruce barato son $8,000. Un cruce caro son $25,500. Que son los más fáciles, esos sí son seguros. Los más caros son los que cruzan rápido y seguro. ¿Cómo fue un cruce barato? ¿Es más largo o cómo? Sí, lo podemos meter por el cerro que caminan hasta 24 horas. Pero no es muy seguro, por eso es más barato. Pero puede que sí. Hay muchos animales que sí, lamentablemente sí se han quedado personas ahí. Realmente se dice que es por las picaduras, pero yo me baso todo que por deshidratación, en que se van preparados, pues la caminada es muy larga. Clara und Miguel wurden mittlerweile ins Haus vorgelassen. Die Schmuggler berichten gerade von den Vorteilen ihres Premium-Grenzübertritts. Nosotros en los muros tenemos partidos. Entonces entran directito. Por otro lado van a entrar otras distracciones. Entra la distracción, entramos nosotros. De aquel lado ya está el que maneja. 15 minutos estamos allá. De volada, porque son cruces seguros de $25,000. Igual ahí donde estamos también ya hay halcones. Que con miralejos están las casas, con miralejos también de que las patrullas se muevan y todo eso. Noch wissen wir nicht, welche Route wir heute nehmen. Die Schmuggler haben uns nur gesagt, dass wir uns alle dunkel kleiden sollen. So viel vorweg, sie werden uns überraschen. Die Frage ist, wer noch? Direkt vor uns ist jetzt ein Checkpoint der Polizei. Das kann jetzt ein richtiges Problem werden. Das Risiko, erwischt zu werden, ist krass gestiegen. Und die Zahl derer, die es trotzdem versuchen, ist krass gesunken. Denn Trump hat nach seinem Amtsantritt nicht nur tausende zusätzliche US-Soldaten in die Grenzregion geschickt, sondern auch einen Deal mit der mexikanischen Regierung durchgedrückt. Die setzt jetzt 10.000 zusätzliche Soldaten ein, die die Menschen bereits in Mexiko aufhalten sollen. Tenemos mucho trabajo, pero está calmado por el mismo tema de que por Donald Trump.
y ahorita los costos están muy caros. Deportó a mucha gente que tenía su vida allá, su familia. Esa gente quiere volver a entrar y no les importa pagar lo que tengan que pagar porque ya tienen su familia, sus carros. Die Schmuggler lassen uns zu den 4 Menschen, die sie heute Nacht über die Grenze bringen wollen. Buenas noches. Sie haben zugestimmt, dass wir filmen. Um sie nicht in Gefahr zu bringen, machen wir sie natürlich unkenntlich. In Erzähllaune sind sie verständlicherweise nicht. ¿Cuánto tiempo esperan aquí? ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 27 y mi niña tiene 9 años. ¿Por qué quieren ir a Estados Unidos? Pues yo tengo familia allá y igual allá no hay trabajo en donde yo vivo. Entonces pues una mejor vida. Pues siempre uno busca lo mejor para los hijos, ¿no? Are you afraid of the crossing? Sí, pues por todo lo que he escuchado, que es peligroso y por más con hijos. Wir müssen jetzt los, also Sie wollen, glaube ich, jetzt rübergehen. Das heißt, wir müssen es jetzt schnell fertig machen. Okay. Gracias. Die Schmuggler sind fokussiert, aber entspannt genug, dass wir ihnen Mikrofon und Kamera verpassen können. Den Migrantinnen und Migranten ist die Angst deutlich anzusehen. Vor allem dem 9-jährigen Mädchen. Und wir bekommen endlich ein paar Details zu hören. Wir begleiten heute die schnelle und angeblich supersichere Premium-Route. Por tema de seguridad, llegando hasta ahí debo entregar sus cosas, yo me meto donde me tengo que meter y yo hago mi trabajo, ¿ok? Porque sale Guardia Nacional, ustedes creo que lo van a ver. Porque muy probablemente ahí no se pongan nerviosos, todo va a estar bien, ¿ok? Okay. Ok, si no acaso que llegara a pasar algo que uno quiera, igual si se pone a rimar, estamos grabando una película y tal, ¿ok? Sí. Vámonos. Jetzt ist es so, dass alle zurückbleiben müssen. Ich kann mitgehen als Einziger quasi, wenn sie jetzt Richtung Grenze fahren und wird dann auch irgendwann zurückgelassen, wie es aussieht. Aber jetzt geht's los. Bisschen angespannt. Ganz leicht. Die Taschen und alles, was sie dabei hatten, haben sie hier gelassen. Es wird nichts mitgenommen. Okay. Oh, Kamera-Akkus für die. Ja. Schnell. Mach's. Ich war selten so aufgeregt. Das ist kein Spaß gerade. Ich weiß, wie gefährlich der Weg ist. Hier können so viele Sachen passieren. Ich möchte hier auch nicht erwischt werden gleich mit der Polizei. ¿Cómo se sientes? Ist das Totenstille hier im Auto? Ja, ich glaube, sie sind viel zu angespannt gerade, um zu reden. Die haben viel Geld dafür bezahlt, sie haben Angst, erwischt zu werden. Hier hat nur einer starke Nerven. Tranquilo, confiando en que todo está bien. Uno siempre tiene que haber una buena actitud para que las cosas se hagan bien. ¿Y qué peligroso es este camino ahorita? Es peligroso. Es poquito, pero todo va a estar bien. Okay, plötzlich ist der supersichere Grenzübertritt doch ein bisschen gefährlich. Das wollte sicher keiner von uns hören. No, porque viene la cámara. Así está bien. Ich fühle mich gerade richtig schlecht, denn es ist ultra stickig im Auto und unser Video ist der Grund, dass das Fenster zubleiben muss. Vamos a pasar por un punto de plaza de un cartel, pero esa es el área de ellos. Yo no puedo cruzar gente por ese lado. Yo tengo que subir más arriba. Auch unsere Schmuggler arbeiten für ein Kartell. Welches wollten sie nicht verraten. Die Herausforderung besteht offenbar nicht nur darin, die Polizei zu umgehen, sondern auch, den anderen Kartellen nicht in die Quere zu kommen. Der Rest des Teams bekommt von den unsichtbaren Gebietsgrenzen der Kartelle nichts mit. Ja, a little better. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht weiß, die drei haben es geschafft, sich an unser Auto dran zu hängen. Is this the car? Yes, I can see the camera. Okay. Ja. What are you checking? Just see if we're being followed, different cars. We have to have eyes everywhere. Was uns zusätzlich nervös macht, das Schleuserauto passt voll in das Raster der Polizei.
Mit der haben wir während unserer Recherche gesprochen. Und die Polizisten haben beschrieben, worauf sie achten. Modellpass, die Achse hängt durch, weil zu viele Menschen im Auto sitzen. Das Auto schreit nach Schleusern. Vor uns ist eine Polizeikontrolle und jetzt biegen wir extra vorher rechts ab. Ich weiß gar nicht, ob das der normale Weg jetzt gewesen wäre. Aber wir können das natürlich nicht riskieren, jetzt hier an der Polizeikontrolle vorbeizufahren. Da hinten steht die Polizei und wir fahren mit einem Menschenschmuggler an die Grenze. Der Plan, falls wir angehalten werden, war ja, dass wir sagen sollen, wir drehen einen Film. Aber das würde uns ja kein Arsch glauben. Also, was soll denn das für ein Film sein? Also der Plan erscheint mir jetzt gerade ein paar Minuten später ziemlich lückenhaft. Das Verrückte ist, wir fahren nicht irgendwo in die Pampa, irgendwo ins Ländliche. Das hätte ich halt gedacht, dass man vielleicht raus aus der Stadt fährt, eben weg von der Polizei, von Menschen, an irgendeinen einsamen Ort, wo die Chance halt geringer ist, dass wir erwischt werden. Aber wir fahren einfach mitten in die Stadt rein. Und das ist natürlich völlig irre. Oh, hier ist noch eine Polizeikontrolle. Also es erscheint mir alles sehr, sehr risky. Und ich glaube, das zeigt ja auch, wie sicher die sich hier fühlen müssen. Let's keep in mind, Tijuana is ruled by 3 different cartels. They have control. They control the local police, the federal police. So whenever they feel they're safe, that's where they're gonna do it. Maybe they're just bringing us to our hotel. Maybe. How considerate they are. Wir sind jetzt, glaube ich, so 10, vielleicht sogar schon fast 15 Minuten unterwegs. Man verliert so ein bisschen das Zeitgefühl. Ich konnte ihm ein paar Fragen stellen. Aber jetzt gerade auch gesagt, hier ist das Mikrofon, hier ist die GoPro, ich muss das ausziehen zur Sicherheit. Ich muss jetzt in Ruhe arbeiten können. Wir fahren hier gerade durch relativ viel Verkehr. Es wird quasi immer gefährlicher eigentlich. Wir fahren gerade durch Kartellgebiet und gerade war hier so eine Bikergruppe von 10 Motorradfahrern neben uns. Alles auch so junge Kerle. Ich weiß nicht, von denen will ich gerade auch nicht angehalten werden. Aber wir vertrauen ihnen jetzt mal, genauso wie die Menschen, die er gerade rüberbringt, dass sie das gut abgesteckt haben. Er hat gesagt, das hier ist die teuerste und sicherste Variante, rüberzukommen. Das heißt, das wird dann schon wohl so stimmen. Und dann wechselt die Stimmung. Das ist jetzt nicht geplant. Und alles, was nicht geplant wird aus solchen Operationen, die sehr sicher sein sollen, ist nicht gut. Está abajo. ¿Vas a un otro lugar o un vuelta al mismo lugar? Otro lugar, no, al mismo lugar, pero por otro lado. Dieser Umweg bringt uns straight dorthin, wo ich definitiv nicht landen wollte. Checkpoint. Tranquilos. Maybe stay behind, so maybe they want to turn. Ja, direkt vor uns ist jetzt ein Checkpoint der Polizei aufgebaut und die checken die Autos. Das kann jetzt ein richtiges Problem werden. ¿Está okay? Noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Alcohol? No, todo bien. Gracias. Die werden durchgelassen. Die wurden durchgelassen. Und wir auch. Und hier werden Leute gecheckt. These are the people who were pulled out? Yes. They're being checked? But we weren't checked. Luckily, this is local police. This is insane. This is local police. No, this is insane. Alter Schwede, wir sind gerade durch einen Polizeicheckpoint gefahren und wir sind nicht erwischt worden. Der hat kurz einmal reingeleuchtet. Alles gut, wir sind durchgekommen. Alter, das ist so crazy. Wir hören die ganze Zeit, die Polizei ist korrupt in Mexiko. Gerade die lokale Polizei arbeitet mit den Kartellen zusammen. Aber das hat mich gerade wirklich geschockt, das mit eigenen Augen zu sehen. Das gibt mir so ein schlechtes Gefühl. Dann schießen einem natürlich auch so Gedanken in den Kopf wie, ja, wenn wir jetzt hier verschwinden würden, weil wir irgendetwas machen, was dem Kartell nicht passt, die Polizei würde uns ganz sicher nicht schützen und auch ganz sicher nicht suchen.
¿Cuánto tiempo? 2 minutos. Yo lo tengo que dejar. Tiene que ser así, rápido. Flash. ¿Cómo estás? Bien, Bien. nerviosa. Nerviosa. Sí, ¿Por qué? pues por cualquier cosa que pueda pasar. Porque pues tengo que cuidar de ella también. Pero aquí entro yo, por aquí abajo. Sí, los tengo que dejar acá a ustedes. Aquí, finish el peaje, tengo que bajar caminando. Der Grenzzaun ist von unserer Position nur noch 100 Meter entfernt. Einer der Schmuggler, die schon im Haus waren, nimmt meinen Platz ein und weg sind sie. So, ich bin jetzt irgendwo rausgeschmissen worden, hier in Tijuana. Ich weiß nicht genau, wo ich bin. Sie sind jetzt weitergefahren, er bringt sie jetzt rüber. Mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Ja, da ist mein Team hinter mir. Gerade angefangen, die Moderation zu machen, dass ich jetzt alleine irgendwo im Kartellgebiet stehe. Da hat er mich gerade rausgeschmissen und da seid ihr zum Glück hinter mir. Das war, glaube ich, noch nie so schön, diese Gesichter zu sehen. Wir lassen dich nicht alleine fahren, dann steig ein. Let's go. Alter Schwede. Ey, 20, 30 Minuten lang eine so angespannte, verrückte Atmosphäre in diesem Auto. Es hat einfach niemand geredet, außer er und ich ab und zu mal. Dann war die Straße gesperrt, in die er reinfahren wollte, um die Leute rüberzubringen. Mussten durch einen Polizeicheckpoint fahren, der uns durchgewunken hat. Gesehen. Ja. Ich kann es nicht glauben. Die haben uns einfach durchgewunken. Wir hatten aber auch die Story bereit. Also er hat uns die Story auferlegt. Wo ich aber auch hätte mitspielen müssen oder auch mitgespielt hätte, weil das ist sonst auch eine Lebensversicherung für uns alle. Wir können die nicht auflegen lassen. Es muss gerade auch erstmal ankommen, weil ich bin auch noch voller Adrenalin und Anspannung von diesen ganzen Situationen. What do you think? It was very good to experience that myself. How stressful it is now, like how much fear you have, how much adrenaline you have, how much you don't know what's happening around you, that you're completely lost with these people. Unser Fixer Miguel hat am nächsten Morgen von der Kontaktperson erfahren, dass die Schleuser die 4 Migranten in dieser Nacht wohl wirklich über die Grenze gebracht haben. Bueno, aquí estamos en una zona de construcción que es zona federal, está Guardia Nacional, no tuve que hacer nada, el patrón ya se arregló con los que estaban ahí de Guardia Nacional. Todo se basa en dinero. Wo genau sie die Grenze überquert haben, dürfen wir nicht zeigen. Miguel hat noch einmal nachgefragt, ob die 4 es in den nächsten Tagen auch bis zu der verkauften Endstation geschafft haben, der US-amerikanischen Stadt Fresno. Die Schmuggler haben uns nicht mehr geantwortet. Vielleicht waren sie zu beschäftigt. Und das werden sie wohl auch weiter sein. Nunca se va a terminar, así pongan más muros, más, nunca se va a terminar, porque la gente a fuerzas quiere cruzar y no hay cosa que el mexicano no pueda hacer, la verdad que nos la ingeniamos. Túneles, hemos tenido túneles también, por carros también hemos pasado, o sea, hay maneras, hay maneras.